Hallo, ich bin der Elias Dörr und ich zeige euch, wie wir bei der Lunasol die Stege wechseln können. Was wir hierfür brauchen, ist einmal natürlich die Lunasol, die Stegbox, die mitgeliefert ist und am besten eine Zange oder einen Seitenschneider. Zunächst müssen wir uns klar machen, was wir wollen. Bei mehr Protrusion brauchen wir kürzere Stege. Dementsprechend müssen wir von 0 dann eben auf +1, +2. In diesem Fall möchte ich die Protrusion 2 mm weniger haben als im Protrusionsregistrat angegeben. Dementsprechend muss ich hierfür jetzt diese Stege nehmen, wo -2 steht. Zunächst gliedern wir die alten Stege aus. Dafür heben wir den Unterkiefer in etwa 90 Grad an, dass wir den Steg hier in einem 90 Grad Winkel zu dem Flügel im Unterkiefer haben, bis dieser Flügel in der Rast einklippt. Und dann gebe ich ein wenig Druck drauf und habe den Steg draußen. Das Ganze wiederhole ich jetzt auf der anderen Seite. Hier sieht man die Form der Öse. Genau da passt der Pilz am Steg rein. Für den Oberkiefer muss ich den Steg einmal um 180 Grad drehen und kann den Steg auch ausgliedern. Das wiederhole ich auf der anderen Seite. Um Verwechslungsgefahr zu vermeiden, lege ich die alten Stege weg. Jetzt entferne ich die neuen Stege aus dem Tray. Hierfür nehme ich eine Zange oder einen scharfen Gegenstand und klipse diese beiden Verbinder ab. Das mache ich mit beiden Trays. Sollten die abgeschnittenen Kanten hier nicht sauber genug sein, kann man nochmal drüber fräsen oder auch mit einem Skalpell ein wenig von den Gussgraten hier abschneiden. Zum Einsetzen starten wir mit dem Oberkiefer. Hierfür setzen wir die Stege wieder um 180 Grad gedreht ein, dass die Form übereinstimmt. Hierbei ist es wichtig, dass der Pin, der nicht eingesetzt wird, nach außen zeigt, um es später in der Unterkieferschiene einzugliedern. Mit leichtem Druck drauf, einmal gedreht, ist der Pin fest. Das machen wir natürlich auf der anderen Seite auch. Und auch hier ist der Pin fest. Jetzt setzen wir die beiden Schienen wieder zusammen. Hierbei ist es ratsam, die Schienen einmal ohne Stege zusammenzusetzen, um sie nicht falsch rum zusammenzubauen, sonst muss man den letzten Schritt wiederholen. Dementsprechend setze ich die schon mal zusammen, drehe den Steg jetzt wieder im 90 Grad zum Unterkiefer, dass wir hier im 90 Grad Winkel in die Form reinkommen und klipse ihn rein. Der Steg ist richtig drin. Das Ganze mache ich jetzt auch wieder hier im 90 Grad Winkel zum Unterkiefer. Leichter Druck und es klipst rein. Jetzt kann ich die Schienen gegeneinander drehen und habe die Stege ausgetauscht. Zur Kontrolle sehen wir hier auch, dass die Schneidekanten jetzt wieder mehr übereinstimmen. Durch den längeren Steg ist der Unterkiefer also ein kleines Stück zurückgegangen.